Okay, willkommen. Neue Auflage für Nadine betrachten. Schön, dass du da bist. Hallo. Wir haben ja eine ganz interessante Episode in diesem zu einer neuen Wahrnehmung bekommen. Und da ist ja auch die Tageslektion ganz ausführlich auch mit Beiträgen darin enthalten. Und die ersten Aussagen dieser Lektion 63, das Licht der Welt bringt jedem Geist Frieden durch meine Vergebung, sind ja auch etwas ganz, ganz Wichtiges anzuerkennen oder zu finden im Erwachen. Und er sagt uns ja, er weist uns darauf hin, auf unsere Heiligkeit. Wie heilig bin ich, wie heilig bist du, der ich du die Macht hast. Wir haben die Macht, jedem Geist Frieden zu bringen. Wie gesegnet bist du, der du lernen kannst, die Mittel zu erkennen, damit dies durch dich geschehe. Und welches Ziel könntest du haben, das dir größeres Glück brächte? Und dann wird noch einmal wiederholt und darauf eingegangen, dass du dem Sohn Gottes, dem Bruder, das geben kannst, denn es ist dein. Ja, diese Macht, diese Kraft, diese Heiligkeit ist unser. Und die gesamte Transformation wird sich immer nur um die Aspekte handeln, die wir ansehen, um letztendlich zuerst mal zu sehen, okay, hier habe ich eine Szene oder ein Bild, das nicht von Macht strotzt, sondern vielleicht genau das Gegenteil zum Ausdruck bringt und mir zeigt. Und ich darf wieder einer Einladung folgen, hier diese Macht, die mir im Himmel und auf Erden gegeben ist, anzuerkennen und für mich annehmen und natürlich auch ausdehnen und teilen. Und so kommen wir zu ganz bestimmten Sichtweisen und Handhabungen von Situationen, die überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, wie wir Dinge in der Vergangenheit gehandhabt haben, die tatsächlich eine Entsprechung sind. Sieh Welt, ich habe äh, gelernt, wie ich über dem Schlachtfeld stehen kann. Ich habe gelernt anzuerkennen, dass eigentlich hier auf der Zeitlinie in dieser Welt, wie ich sie sehe, überhaupt nichts passiert. Und dass diese Welt, wie ich sie sehe, in Wirklichkeit wahrlich eine Ursache großgeschrieben hat, die mir erlaubt, das Licht der Welt zu sehen oder durch die Ereignisse oder Darstellungen des Egos hindurchzublicken und tatsächlich das, was er im Kurs als die wirkliche Welt nennt, eine Welt des Lichtes, der Liebe, der Freude anzuerkennen und zu erfahren. Und so gehen wir halt entlang in unseren persönlichen Beziehungen und finden genau diese Punkte heraus und finden eben heraus, dass es absolut unsere persönliche Wahl ist, wie wir uns erfahren möchten und ob wir dies so mit dem Heiligen Geist sehen wollen oder ob wir es mit irgendeiner Perspektive des Egos aus der Vergangenheit noch halten möchten in unserem Geist. Und das sind wirkliche immense Schritte, die wir machen, wenn wir so eine Klarheit diesbezüglich bekommen und der Welt für uns selbst demonstrieren, dass alles wirklich gut ist, so wie es ist, weil wir ja nicht wirklich wissen, was zu unserem Besten ist und wie äh, das Ding geschaukelt wird im Nachhausegehen, bis das, was noch wahrgenommen wird, vollends verschwindet und sich auflöst. Und vielleicht fallen dir da oder möchtest du auch persönliche Situationen teilen? Du hast, Marianne, du hast das ja auch schon, danke dir, in der Telegram-Gruppe angerissen. Vielleicht magst du da auch noch etwas darüber sagen, wäre ganz schön. Und ich kann nicht lauter stellen, weil das Mikrofon ist hier und es ist bereits auf maximal gestellt alles. So, ich kann dich nur darauf hinweisen, dass du deinen Lautsprecher lauter stellen kannst vielleicht. Möchtest du etwas dazu sagen, Marianne? Ja, ja, gerne. Es ist letztlich
beispielhaft für mich, was da mit meiner Tochter und dann beim Zuhören der Episode, die du heute da uns gegeben hast, bei mir passiert ist. Dieses, mh, meine Tochter in ihrem Unglücklichsein, weil sie nicht glauben kann und nichts glauben kann, was irgendwie mh, ähm, gegen ihre realistische, in Anführungsstrichen, Anschauung zuwiderläuft. Sie kann das einfach nicht und darunter leidet sie. Und dann habe ich ihr halt das, was ich geschrieben habe, nochmal so gesagt, dass auch ich nicht verstehen kann hier, aber dass ich halt versuche zu glauben und dass es das Einzige ist für mich, ähm, wo, woran ich mich halten kann. Und dann bin ich mit ihr ganz zurückgegangen. Ich habe gesagt, hör mal zu, weil sie sagt, es kann ja nicht sein, dass es keine Materie gibt. Und dann bin ich mit ihr zurückgegangen und habe gesagt, okay, woraus hat Gott denn die Welt gemacht, wenn du schon denkst, Gott hat diese Welt gemacht? Aus nichts im Geist. Ich sage, und das ist einfach genau das. Es gibt nur Geist. Na gut, es war halt ein langes Gespräch und wir hörten dann auf und ich war für meine Tochter irgendwie so traurig, ähm, dass sie diesen Frieden nicht so finden kann, wie ich es erlebt habe. Und dann habe ich damit ganzen Nachmittag damit zugebracht und vorhin hörte ich dann die Episode und da wurde mir auf einmal klar, du meine Güte, das ist doch in meinem Geist, dass meine Tochter traurig ist. Und es ist in meinem Geist, dass ich denke, kann nicht glauben oder leidet darunter oder so. Dann habe ich sofort gedacht, du mein, das kannst du vergeben. Du kannst dir dieses Denken vergeben. Und schon, es ist so eine Befreiung und ich danke dir so sehr für all diese Anlässe, Möglichkeiten, etwas wirklich dann auch für mich in Anspruch nehmen zu können. Danke. Ja, danke dir fürs Teilen. Und deine Aussage ist ja auch eine, dass alles wirklich nur in unserem eigenen Geist zur Lösung kommt, sich öffnet und heilt. Ne? Die Wahrnehmung über jetzt Beispiel die Tochter, ne, deine Tochter, ist ja auch wieder nur im eigenen Geist und will im eigenen Geist geläutert werden. Ne? Und wenn es so ist, dass sie es für sich selber beginnt zu sehen, dass sie mit wie auch immer traurig sein oder unzufrieden sein nicht mehr genug hat, ne? Wenn sie für sich anerkennt, dass es eine Alternative oder etwas mehr gibt und dass sie mehr haben möchte, dann wird sie auch entsprechende Schritte setzen und Fragen stellen oder Richtungen gehen, um sich das zu realisieren und zu eröffnen. Ja. Sie hat natürlich alles Recht, sich genau so zu fühlen, wie sie sich fühlen möchte. Und sie hat auch alles Recht, auf der Ebene des logischen Denkens oder wie sie Dinge durchdenkt, ja auch daran zu glauben. Das ist ja auch ein Glaube. Ne? Und dieser Glaube in einem Verständnis, okay, wenn das so ist und ich bitte Gott um Hilfe, aber ich sehe nicht wirklich, dass irgendeine Hilfe erscheint und das heißt für mich dann, es gibt keinen Gott, ne? Ist ja auch nur am Weg ein Erforschen und Untersuchen, warum habe ich denn überhaupt gefragt? Und ist diese Frage, die ich an Gott stelle, eine wirkliche Frage, die überhaupt gehört werden kann? Hat diese Frage tatsächlich etwas mit meiner Glückseligkeit zu tun? Ne? Weil wenn ich nur darum bitte,
Vater Gott oder wie immer sie ihn bezeichnen möchte, nimm mein Elend oder mein Unglücklichsein weg, dann wird sich wahrscheinlich nicht viel tun. Und die Antwort, die außerhalb von Raum und Zeit gegeben wird, ist, okay, bist du wirklich bereit, dein Unglücklichsein aufzugeben und das für alle Zeit? Bist du wirklich bereit, einen Frieden in dir und einen Ausdruck von Freude und Glückseligkeit für alle Zeiten anzunehmen, in das kein Unglücklichsein oder Traurigsein oder wie auch immer mehr eintreten kann? Und da beginnt ja der Menschengeist zu zaudern, weil er eben nicht bereit ist, seine Ego-Emotionen und Ego-Denkweisen so leicht aufzugeben. Das kann nur ein Geist, der eine ganz eindeutige Erfahrung gemacht hat, dass er nicht mehr hier ist und dass es auch in Wirklichkeit keine Welt gibt. Der hat das einfach. Der kann sagen, okay, ja natürlich, weil ich weiß, dass es alles Illusion ist, einschließlich vielleicht genau dieser Frage. Und trotzdem ist da etwas, was wir kennen und anerkennen wollen, was die Grundlage oder die Ursache überhaupt unseres Denkens, unseres Beobachtens, unseres Auseinandersetzens, unseres Erbittens, unseres Empfangens ist. Und diese Quelle und Ursache, die wir als Gott bezeichnen, ja, bedarf an einem bestimmten Punkt Glaube oder Vertrauen, weil es nicht wirklich Entsprechungen auf der Wahrnehmungsebene dafür gibt. Und auch das muss erstmal angenommen werden, ne? Dass alle meine Vorstellungen von Gottes Wahrnehmungen letztendlich auch in Gott verschwinden werden. Dass sie zwar Wegweiser sind, als Wunder und für das Wunder und wo der Weg nach Hause geht. Aber sie werden trotzdem sich ändern und sich in Licht verwandeln durch, durch die Vergebung selbst. Das ist wirklich, was die reine Vergebung anbietet. Und vielleicht ist ja auch ihr Gott ein Gott, der erstmal hier hilft, ihr hilft auf irgendeine Weise. Das ist eigentlich das Gottbild der meisten Religionen. Ja. Gott hilft mir hier aus und hilft mir, dass ich Schwierigkeiten überkommen kann. Und ja, ich habe glaube es war gestern in unserer Arbeitsgemeinschaft, wo ich geteilt habe, dass ich eine Dokumentation gesehen habe von einer Rekonstruktion, wie wir in 1250 oder etwas in Schwaben gelebt haben. Und das war eine wunderbare äh, Dokumentation. Und da sind mir so ein paar Sachen total ins Auge gefallen. Und eine war eben diese Verbindung zu Gott. Und natürlich ging jeder in die Kirche, die im Zentrum des Dorfes gestanden ist. Und worum man Gott gebeten hat, war eben, dass es keine Missernte geben soll, dass es keine Unwetter geben soll und so weiter und so fort. Ne? Dass alles, was gesät wird, gut wächst. Fast alle Bitten an Gott handelten sich darum, wie das Fortbestehen der menschlichen Existenz, das Überleben von Körperlichkeit gesichert werden kann. Und sicher haben wahrscheinlich 50% auch daran gezweifelt, ob es wirklich einen Gott gibt, nachdem man gesehen hat, ja, es hat ja trotzdem Unwetter gegeben und ein Auf und Ab in den Entsprechungen, wie sich eben, äh, damals hat man es wahrscheinlich noch nicht El Niño oder La Niña bezeichnet, handelt. Und
dass eben hier vielleicht ein Gott, ah ja, das wurde sogar erklärt, wenn es trotzdem solche Dinge und Missernten gegeben hat, dann hat es zwei Gründe dafür gegeben. Und der wichtigste Grund war, dass man sündig war und dadurch Strafe verdient hat und dass das eben die Strafe Gottes war. Und der andere Grund war halt, dass man vielleicht zu wenig gebetet hat. Und beide Gründe, wie du siehst, sind auf einer Ebene gelegt, die dieses Bitten um etwas oder diese Machtlosigkeit des Bittenden hervorbringt, das ja Transformation benötigt, um überhaupt eine Erkenntnis haben zu können, was Präsenz Gottes bedeutet. Es ist wirklich für mich persönlich ganz interessant zu sehen, wie Dinge sich über Jahrhunderte und Jahrtausende bewahrt haben. Und wenn sich das jetzt in meinem Geist ändern kann, dann weiß ich, dass das eine Änderung ist von Konzepten, an die ich wirklich für ganz, ganz lange Zeit festgehalten oder sie wirklich geglaubt habe. Und ich verstehe sehr gut einen Geist, der sagt, so ein Gott interessiert mich nicht mehr, weil ja noch das Erinnerungspotenzial da ist von so langer Zeit, wie das eigentlich nicht funktioniert hat. Dass wir jetzt fähig geworden sind, überhaupt eine wirkliche Frage zu stellen oder bevor wir überhaupt eine Bitte entsprechend unserer Umstände zum Ausdruck bringen, gewillt sind, hinzublicken, was es einem zeigt in der eigenen Denkweise, was daraus gelernt werden kann, wie es anders gesehen werden kann, wie wir für uns selbst erstmal Korrektur wünschen und erbitten. Das ist ja ein immenser Fortschritt. Und der Weg, den geht in Wirklichkeit jeder. Den geht auch der Atheist, den Weg, dass er Fortschritte in seiner Denkweise machen will. Und somit würde ich das auch nur stärken wollen in der Richtung, die Dinge weiter in Frage zu stellen, aber so in Frage zu stellen, dass es einem persönlich einen Nutzen bringen kann, dass man sieht, dass da trotzdem eine Gedankenstruktur geöffnet werden kann und sich neu zeigen kann. Also unterstützen im Sinne von, ja, es gibt Antworten, die aus einem vernunftmäßigen, rein vernunftmäßigen Geist kommt, die ich eben Heiliger Geist nenne und aufzeigt, dass es auch nichts mit der Vergangenheit zu tun hat und dass das, was eigentlich dann als Antwort Gottes dasteht, was ja rein die Ausdehnung des Lichtgedankens der Liebe und der Freude ist, dass das nichts in Wirklichkeit mit dem Problem zu tun hat, sondern eine Antwort ist, die immer da ist und immer zugänglich ist. Und dass es tatsächlich nur davon abhängt, dass ich lerne, meinen Geist so zu schulen, dies nicht mehr auszuwechseln oder zu überblicken, sondern wirklich in mir anerkenne, dass es da ist und verfügbar ist, zu nutzen, zu leben, weiter auszudehnen, mich darin zu stärken. Magst du dazu noch etwas sagen oder jemand anderem im Raum? Ja, ich habe während des Gesprächs auch immer wieder für mich gesagt, es geht ja auch immer darum, wie deute ich das, was für mich Gott ist. Mhm. Und So, also wie weit geht das? Oder ich habe sie erinnert an das Lied, Gottes Liebe ist so wunderbar, so groß, so weit, so tief, letztlich unfassbar.
weil an einem Bild hängen zu bleiben, es gäbe sozusagen, hm, ja, letztlich einen machtlosen Gott und deswegen kann ich da sowieso nicht vertrauen oder das kann ich auch nicht glauben, dass der irgendwie helfen kann. Dann, ja, dann ist es, hm, das ist so klein gedacht. Ja, sicher, aber du musst halt auch akzeptieren und jeden da sein lassen, wo er in seinem Geist ist, in seiner Ja, Transformation. Ne? ja, Da ist es letztendlich auch nur, hey, wie kann ich helfen? Ne? Und lass ja, mich ja, wissen, wenn genau, immer wieder. wenn du irgendetwas da weiterdenken möchtest. Ja, Schau noch einmal, der Gott, der Wunschgott sein, also der wunscherfüllende Gott noch ist oder sein sollte, der wird sich immer präsentieren in dieser Unbeständigkeit, in diesem Auf und Ab, wie ich es beschrieben habe. Aber wenn tatsächlich nach einer wahren Lösung, da kann man auch helfen. Willst du eine wirkliche Lösung oder willst du nur so ein bisschen herumjonglieren und es ein bisschen besser haben? Ne? Wenn tatsächlich um eine wahre Lösung gebeten wird, diese erwünscht wird, dann ist eigentlich die Stimme, die für Gott spricht, zuerst die Stimme, die aufzeigt, alles, wie du denkst, wie du dein Problem gelöst haben möchtest, musst du erst mal finden und anerkennen, dass es keine Lösung dazu gibt. Das heißt, Gottes Antwort ist zuerst etwas, was wir zurückbekommen, um hier eine klare Entscheidung zu treffen, was wir wirklich wollen. Weil wenn ich Gott um eine Lösung bitte, habe ich ja bereits ein Bild einer Lösung in meinem Geist. Dann sage ich, hey Gott, mach das zum Verschwinden. Ja? Das heißt, ich setze die Bedingung für Gott und sage ihm, was er jetzt für mich machen sollte, dass dieses Ding hier verschwindet, wie ich mich fühle oder was ich sehe. Ne? Und da muss zuerst, das ist die Arbeit des Heiligen Geistes, die auch wir in dieser Beziehung mit unseren Brüdern unterstützen, ne? Um erstmal den Geist so weit bringen zu können, diese Vorstellungen einer Lösung, Lösungsansätze zu sehen und diese wieder zurückzunehmen. Das heißt, erstmal einen Raum überhaupt zu öffnen und zu schaffen, in dem etwas Neues passieren kann. Das ist, was dieser Kurs uns lehrt, ne? Durch die Geistesschulung auch, durch die Lektionen. Ich werde gebeten, hier meine Sichtweisen erstmal austauschen zu lassen mit, sagen wir mal, einfach einer Idee des Tages und dann vielleicht hergehen und weiter untersuchen, durch Fragestellungen in der Lektion hinzublicken, ja, wie bringe ich denn das überhaupt zusammen mit diesen Ideen? Wie bringe ich meine Lösungsansätze, wie kann ich meine Lösungsansätze weiter rechtfertigen, wenn ich solche Fragen gestellt bekomme, wie wir hier gelesen haben am Ende des ersten Absatzes von der Lektion 63. Welches Ziel könntest du haben, das dir größeres Glück brächte? Ja, mein Lösungsansatz würde mir größeres Glück bringen. Ja, ist ja die Idee dahinter. Und das muss erst anerkannt werden, dass dem nicht so ist. Ja? Dass meine Idee, wie das Problem gelöst werden sollte oder könnte, eben nicht das größere Glück bringt. Das heißt, ich muss erstmal loslassen können von dieser Idee, wie der Ausgang sein sollte. Das heißt, nur wieder ein interessierter Geist, der offen ist für neue Lösungsansätze, sagen wir einfach mal dazu, wird auch etwas Neues in seinem Geist entdecken. Und wie das dann genannt wird, also ich kümmere mich nicht darum. Und ich glaube auch nicht, dass Jesus oder irgendein Heiliger auf der anderen Seite sich darum kümmert. Ja?
weil das, was göttlich ist, ist eins und ist überall und immer. Es, ob wir das jetzt als Gott benennen und einen Glauben entwickeln dafür, äh, was wir als Gott bezeichnen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass wir ehrlich werden mit unserer Erfahrung und dass unsere Erfahrung diese Macht in uns anerkennt, die beginnt mit der Macht der Entscheidung, zu sehen, okay, ich kann dies anders wählen. Ich kann auch wählen, dass ich davon keinen Nutzen mehr habe. Weil das ist letztendlich die Wahl hier. Die Entscheidung hier mit allen Problemen ist, hinzublicken, ob ich noch einen Nutzen davon habe, wofür dieses Bild steht. Und mit der neuen Entscheidung, ich habe keinen Nutzen mehr davon, dies gegen mich zu halten, weil ich ja schon gehört habe, dass ich mir das selber antue, ob ich das glaube oder nicht oder annehme oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist eine Information im Geist. Aber ich kann sehr wohl untersuchen und erforschen, ob ich von diesem Bild, das Schmerz, Leiden, Trennung, was immer aufzeigt, den Krieg im eigenen Geist aufzeigt, ob ich davon noch Nutzen habe oder ob ich es loslasse, ob ich ein anderes Denksystem annehme als Ersatz. Und du siehst, das sind alles Grundsätze, wie sie im Kurs gelehrt werden. Möchte jemand anders dazu Stellung nehmen oder Finde es kommentieren? manchmal auch ein bisschen in solchen Situationen, wenn jemand so Leid klagt, ich weiß ja auch nicht manchmal, wo die Menschen stehen. Also ich komme dann auch nicht oder sage einfach so, je nach Gespräch, Gott ist oder so, weil wenn jemand mir in einem Gespräch manchmal so gesagt hat, ja, Gott ist oder so irgendwas, dann das Gespräch beendet, ciao, tschüss, weil was will ich noch sagen, wenn Gott ist? Ja, tatsächlich. Mit einem trainierten oder geschulten Geist kann ich schon schauen, was damit gemeint ist, aber muss das Wort so gesagt werden? Also kann Kommunikation, um den Bruder vielleicht wirklich zu erreichen, nicht auch ganz anders stattfinden? Weil ich habe auch ein Beispiel, ich arbeite ja in einer Bäckerei und da kommt auch ein Kunde, ist mal gekommen, ein Gärtner, und der hat bei mir eine Torte bestellt. Und der hat mich inspiriert, in seiner Bestellung mein Bild fertig zu malen. Und dann holt er später dann die Torte mal wieder ab. Dann habe ich gesagt, ja, du hast mich inspiriert, mein Bild fertig zu machen. Und dann hat das was eröffnet. Und er sagte, ja, dann haben wir uns jetzt gegenseitig geholfen. Und da wusste ich, was Marian vielleicht meint mit Gott ist. Ja, Gott ist, ja, ich spüre die Verbindung oder die Kommunikation. Und jetzt kommt er kommt oft in die Bäckerei und jedes Mal, wenn ich seinen Namen sage, ja, dann blüht er richtig auf. Und die in der Backstube kommen und sagen, oh, schau mal, Manuelas Liebling kommt wieder. Er strahlt nur, wenn Manuela hier ist. Aber das ist die Verbindung, ist irgendetwas geschehen und ich sage nur seinen Namen und er blüht. Also Gott ist. Aber ich habe nie, der Impuls ist nicht über Gott zu reden, weil dieses Gewissheit ist ja da, dass Gott ist. Also durch das Geistestraining und wo auch immer der steht, irgendwo eine Öffnung ist ja geschehen und darauf vertraue ich halt einfach und ich weiß ja nicht, was das Beste ist für diese Situation, für alle Beteiligten. Aber ich finde es so herrlich, da geht einfach eine Blume auf und da bin ich zum Gärtner geworden oder so. Oder Gott. Ja, schön, Manuela. Schau, die Sache dahinter ist ja, ich meine, vielleicht zuerst noch einmal, das Beispiel, das du genannt hast, das war die Demonstration von Gott ist. Ne? Das ist, wie es eigentlich gelebt werden will. Ne? Und was dahinter vielleicht erst gelernt werden muss, durch unterschiedliche Erfahrungen und wie wir sie dann auch teilen, ist halt, ich zumindest und ich glaube, alle wir hier haben ein bestimmtes Bedürfnis, unseren Nächsten dort abzuholen, wo er steht, in seinem Geist. Das heißt, das bedarf ein bestimmtes Einfühlen, das bedarf ein sich verbinden in Ideen. Das sind alles weltliche Ideen, Ego-Ideen, wie immer man es bezeichnen möchte, Bilder. Ne? Und erstmal, okay, ich habe keine Angst, ich kann mich auch darin verbinden und finden und bin bereit, da so entlang zu gehen, um zu sehen,
was da rauskommen kann, weil irgendwo wissen wir, das, was rauskommen soll, ist eine heilige Beziehung oder ist ein Treffen im heiligen Augenblick. Ne? Irgendwo wissen wir es, jeder weiß es, ob er den Kurs kennt oder nicht. Ne? Vielleicht ein Moment der Kommunikation, ein Moment des Funkelns der Augen, ein Moment des, das Herz geht mir gerade auf und so weiter, ne? Wie immer das halt dann persönlich erfahren wird. Und dieses wie kann ich eigentlich meinen Nächsten dort abholen, wo er steht, ist meines Erachtens ein Kunstwerk. Ne? Das ist etwas, das kann ich zwar zu einer bestimmten Weise lernen und mir abschauen. Meistens machen wir es so, wie wir es gesehen haben bei anderen. Und trotzdem wird dann ein Bereich sich erst eröffnen müssen, in dem ich es ja selber lebe und dann sehe, eben wie ich es lebe, ob ich dazu überhaupt fähig bin oder nicht, ne? Oder ob ich noch viele Fehler dabei mache oder viele Projektionen, viele Urteile darüber habe, ne? Und all das ist ja Teil der persönlichen Transformation und auch okay als Teil der persönlichen Transformation, ne? Aber die Kunst ist eigentlich zu sehen, klar sehen zu können. Was braucht mein Nächster, mit dem ich gerade zusammenkomme, als Reflexion meiner selbst? Was braucht dieses Bild gerade, um es am schnellsten Weg in die Heiligkeit führen zu können? Ne? Und ich glaube, das, was es am wenigsten braucht, ist halt ein Professorenwissen über die Wahrheit. Das braucht es wahrscheinlich am wenigsten. Ne? Ein belehrt werden, was die Wahrheit ist. Ne? Die Wahrheit bleibt ja trotzdem die Wahrheit. Aber ich glaube, was wir lernen, ist, genauer hineinzublicken in uns, ob das überhaupt erbeten ist. Ne? Ob da eine Offenheit dafür ist. Ne? Was natürlich mit Kursbrüdern in dem Sinne einfacher ist, weil da eine bestimmte Ausrichtung des Geistes bereits besteht und Bildung da ist, ne? Im Sinne von dieser Lehre von Ein Kurs in Wundern. Aber selbst da beginnt für mich dann die nächste Stufe des Künstlerdaseins. Wie kann ich selbst mit einem Kursbruder etwas kommunizieren und in diese Heiligkeit bringen, ohne dass ich hier irgendetwas wie ein Papagei wiederkaue, was die Lehre ausmacht. Ne? Wie kann ich tatsächlich meinen Nächsten so erreichen durch diese eigene Vergebung, durch das Herz des Herzens, ne? Das von sich selbst kommuniziert und alles klarstellt. Ne? Und der nächste Schritt ist dann wirklich, wo alles klar ist, nämlich im, in der Lichtverbindung, im heiligen Augenblick selbst. Ne? Und das, da bedarf es überhaupt keine Worte mehr. Äh, Ja, das sind gute Beispiele genau dafür. Ne? Gute Beispiele, auf welcher Ebene bin ich fähig oder habe ich, das bedarf ja eine Sicherheit, eine Gewissheit, eine Angstlosigkeit, dass die Wahrheit dabei ja nicht verloren gehen kann. Ne? Und diese Gewissheit aus der Tiefe unseres Selbstes heraus hier, sagen wir mal, einen Raum zu eröffnen, ne? In der dies von selbst stattfindet, diese Verbindung und diese Klarheit. Wolltest du was sagen, Sonja? Ja, es geht mir um das. Gott hat das Materielle nicht erschaffen. Heute war ich in der Kirche und
ich lese immer das aufgeschlagene Buch und heute hieß es, Gott hat das Licht erschaffen und er sah, es wurde gut. Also das Licht hat Gott schon erschaffen. Ja, das Licht ist die Ausdehnung des Schöpfungsgedankens. Ne? Ich habe das auch mal hergenommen, ganz zu Beginn des ersten Buches in der Bibel, in der Schöpfungsgeschichte, und habe das auch mit dem Kurs gelehrt, weil es eigentlich alles klar macht. Ne? Und sicher, was immer da hinzugefügt wurde, um es dann auch runterzubringen, dass auch Gott hat den Menschen in seinem Ebenbild geschaffen, wird ja jetzt von Jesus im Kurs erklärt und korrigiert. Ne? Also dass es korrigiert wird im Denken. Und es wird ja zum Ausdruck gebracht, wie ich mich erinnere daran, in gleicher Qualität soll es verstanden werden. Ne? Das Ebenbild soll verstanden werden, die gleiche Qualität. Ja? So das, was als der Sohn großgeschrieben, was wie in dem Sinne Mensch erschaffen wurde, muss verstanden werden, dass es ein Erschaffen ist in gleicher Qualität. So, und dann stellt sich als nächstes natürlich bloß die Frage, ja, ist jetzt Gott auch ein Körper geworden? Ja? Und die Antwort wird genau die sein, wo wir im eigenen Geist in dem Verständnis aus unserer eigenen Erfahrung herausstehen. Wenn ich keine andere Erfahrung hätte als das, was ich angreifen kann und was ich als Körper nenne, dann wäre sehr wohl Gott auch ein Körper, weil Gott kann nur das sein, was ich für mich selbst denke und glaube, dass ich bin. Und wenn ich eine Erfahrung habe, wie ich sie hatte und wertschätze, dass ich eben kein Körper bin und dass da überhaupt nichts da ist, dann weiß ich auch, dass Gott kein Körper ist. So, die Antwort liegt in beiden Richtungen. Die Wahrheit wird es nicht beeinflussen, ob jemand glaubt, dass Gott auch ein Körper ist und damit Körper gemacht hat und die Gestirne und alles. Ja, alles, was Wahrnehmungsobjekt ausmacht. Die Wahrheit ist dabei unberührt. Die Wahrheit wird trotzdem wahr bleiben. Ja, dass Gott nichts mit Vergänglichkeit zu tun hat, sage ich mal ganz platt ausgedrückt. Ne? Aber zu lernen, was alles ist in sich selbst, ja, was sind die Sterne, die er in den Himmel gestellt hat, ja? Sind das wirklich nur diese auf Zeit bestimmte Aggregatzustände, die man astronomisch verfolgt und berechnen kann und die letztendlich dann in ein schwarzes Loch kollabieren, in sich selbst implodieren? Interessant, ne? Dass es buchstäblich in nichts implodiert, ein Gestirn. Oder kann ich schon von vornherein erkennen, dass es nicht das ist, was ich mit meinen Augen sehe oder mit meinem konzeptionellen Geist erlernt habe und denke, sondern gehe wieder zurück zum Ursprungsgedanken, zur reinen Ausdehnung, was Schöpfung selbst ist, was Existenz wirklich ist, was ist, wer wir alle sind, ne? Was das eine Selbst ist. Da sind wir jetzt wieder, Gott ist, ne? Aber es ist letztendlich ja nur eine Erkenntnis im eigenen Geist. Ne? Wenn ich natürlich hergehe und versuche nach Evidenz, nach Beweise zu suchen, um sie zu finden, und ich habe aber noch nicht gelernt, dass es da eine Wirklichkeit gibt, die über den Wahrnehmungsorganen liegt oder sich erst eröffnet, wenn ich bereit bin, meine Wahrnehmung erstmal für einen Moment lang auf die Seite zu legen,
dann wird es nichts anderes sein können als eine Wirklichkeit auf der Wahrnehmungsebene. Aber diese Wirklichkeit, Anführungszeichen, oder Realität, bezeichne ich sie ja auch in meinen Büchern als Realität und nicht als Wirklichkeit. Wirklichkeit belasse ich das, was ewig wirklich ist. Dass diese Realität eben unbeständig ist, dass diese Realität nicht perfekt ist, dass diese Realität veränderlich ist. Und der Geist irgendwo, der Menschengeist wird immer danach trachten. Wo ist das oder was ist das, was unveränderlich ist, was Beständigkeit aufweist, was Vollkommenheit, Perfektion in sich ist und trägt? Und das sind die ersten und besten Fragen, die wir uns gestellt haben oder uns stellen können, die noch am Weg sind und auch unterstützen können, dass das absolut gute Fragen sind. Weil es hat nichts Wert, außer was sich in uns selbst eröffnet. Es hat keinen Wert wirklich als eine objektive Lehre, die irgendwo da draußen in einer Bibliothek oder in einem Buch verfügbar ist, aber ich selbst habe keine Ahnung davon. Das war auch da in dieser Episode von dieser Schwester in Österreich, Manuela, ne, die sagte über die Vergebung, dass ich, dass sie es noch nicht erfahren oder empfinden kann. Und interessanterweise, ich habe das für mich selber wirklich gut hören können, kam dann die Richtungsweisung, wie wäre es, anzuerkennen, dass es sich jetzt eröffnet, dass jetzt das Potenzial da ist, anzuerkennen, dass es möglich ist, dass diese Macht des Sehens bereits in uns ruht und verfügbar ist. Und da war Ende des Gesprächs. Da haben wir noch ein bisschen gegiggelt und gelacht und das war's dann, ne? Weil da war die Verbindung sofort da. Da war, und ich kann mich jetzt sehr gut erinnern, obwohl das 2011 war, also vorgestern, das, da war sofort die Verbindung da. Oh mein Gott, ja, ich weiß es. Ich habe dieses Wissen, ich erinnere mich wieder. Ja. Und da gab es nichts mehr zu sagen drauf. Ich meine, das ist ein bisschen jetzt ausgedehnt worden, Sonja, ne? Aber vielleicht hast du das heraushören können mit einem Satz. Meine Antwort war, es ist das, was es für dich ist. Es ist das, was du haben möchtest. Und das kannst du deinem Bruder weitergeben. Ne? Wenn das da ist, auch, das ist auch jetzt für Marianne. Ne? Wenn es so sehr wichtig ist, dass die Welt eine objektive Realität ist, in ihrem materiellen Erscheinen und Solidität, wie ich es angreifen kann, ja, also ich habe keinen Einwand dabei. Ne? Ich habe bloß ein Angebot zu machen. Ne? Ich habe bloß einen Hinweis zu geben, okay, das ist es jetzt, wo die Erkenntnis im Geist eben dies sich lehrt oder bekräftigt oder zum Ausdruck bringt. Aber gibt es eine Möglichkeit, dass es auch etwas anderes sein könnte, dass es darüber hinausgeht, über dieses Denken, über dieses festgezurrte, was die Kirchen natürlich auch nicht aufgeben haben, nicht bis heute aufgeben wollen, ja, Tausende von Jahren, ne? Weil schau, wenn das Objekt, das wäre was auch immer, ob es jetzt der Körper ist, ob es irgendein Teil der Welt ist, die ich sehe, wenn ich mich tatsächlich öffne, dass das nicht da ist und dass das keine Wirklichkeit hat, ist natürlich die nächste Prämisse da,
dass Gott nicht wirklich sei. Und das stimmt. Gott ist nicht wirklich in der Vorstellung, die ich über ihn hatte, dass er eben diese Dinge gemacht hat, erschaffen hat. Dieser Gott ist nicht wirklich. Und dieser Gott muss auch zuerst verloren gehen, dass sich in dem Sinne der wahre Gott als selbst offenbaren kann. Da ist kein Gott da draußen, der etwas offenbart. Da fällt natürlich die Welt zusammen, da bricht alles ein. Ne? Und davor hat man Angst. Gewusst hat man es, glaube ich, immer. Es hat genug weise Geister in allen Religionen und Kirchen gegeben. Und die das ausgesprochen haben, die waren sofort als Heretiker abgestempelt. Ne? Das war vollkommen klar. Das können wir nicht annehmen. Das kannst du nicht hier lehren oder weitergeben. Ne? Und bestimmte auch Christen, die in dem Sinne gute Kommunikationsfähigkeiten hatten, die haben es dann trotzdem irgendwo ungestraft oder zumindest zeitweise ungestraft publizieren oder vermitteln können. Ich denke an Teilhard de Chardin, ein Jesuit. Ich denke auch an Luther. Auch der hat mit dem Papst gesprochen, den hat man auch noch gehen lassen. Ne? Den hätte man ja sofort verhaften können und sagen können, äh, du bist ein vollkommener Ketzer und auf den Scheiterhaufen mit dir. Ne? So, da gibt es schon einige, Spinoza war auch einer davon, gibt schon einige ganz tolle Geister, die auch innerhalb der christlichen Religion und Philosophie sehr wohl ihre Denkweise vermittelt haben und zum Ausdruck brachten. Aber meistens dann halt entweder so, dass es nicht offensichtlich war, dass hier sofort die Doktrin der Kirche herausgefordert wird, ne, sondern eine bestimmte Diplomatie, ein Weg der Diplomatie eingegangen ist. Ich weiß nicht, Luther war, glaube ich, gar nicht diplomatisch. Aber irgendwo, der musste ein Wunder auf seiner Seite gehabt haben. Ja, aber in der Richtung würde ich das mal so ganz klar auch halten, ne? Anstelle sofort korrigieren zu müssen oder anzugreifen, mal auf die Ebene auch zu bringen und anzuerkennen, äh, ob es eine andere Sichtweise, ein anderes Sehen dafür möglich wird und eröffnen könnte. Ja, schreibst das ja noch mal im Chat auch und so hast das ja auch in der Gruppe geteilt, Marianne, ne? äh, das nicht glauben können, dass es einen Gott gibt, ne? Oder an einen Gott zu glauben, der Ungerechtigkeit zulässt, ne? Und das ist ja das alte Denken, ne? Dass da ein Gott wäre, der wie ein Richter mit seinem Schwert äh, das Böse vom Guten trennt, ne? Da ist halt erstmal, an so einen Gott will ich auch nicht glauben, ne? Und glaube ich auch nicht, ne? Aber das Verständnis muss halt eröffnet werden, dass das Zulassen der Ungerechtigkeit nicht von einer Autorität außerhalb von uns passiert, sondern hier ist wieder, wie es zurückgegeben wird vom Heiligen Geist. Blick mal hin, Bruder, wo du noch Ungerechtigkeit zulässt und dir zunutze machst oder erlaubst für dich oder dich selbst Teil davon machst, dass du ungerecht behandelt wirst. Ne? Kennen wir doch alle sehr gut. Ne? Und das ist das Angebot, dass wir uns von dem Konzept der Ungerechtigkeit erstmal selbst verabschieden. Und verstehst du, dann kann man sagen, hey,
Später können wir gern mal drüber reden, ob es was Gott sein soll. Aber lass uns erst mal darüber unterhalten, was es für uns selber ist. Ne? Lass es uns mal zurückbringen auf unser eigenes konzeptionelle Verständnis darüber, was wir da sehen in den Kriegsschauplätzen, in der Ungerechtigkeit, dass Kinder und Zivilisten ermordet werden in Kriege, die überhaupt keinen Sinn machen. Ne? Verstehst du? Das erstmal zurückzuführen auf, was hat denn das mit mir zu tun und mit meiner Denkweise? Wie gibt's das, dass ich das sehen kann, wenn ich anscheinend ja so frei davon bin? Offensichtlich muss da etwas schlummern im eigenen Geist, was das aufrechterhält und nährt. Und da würde ich absolut zustimmen, dass da kein Gott ist, der so etwas dirigiert. Ne? Er ist kein Gott da draußen, der sowohl Ungerechtigkeit produziert, wie Gerechtigkeit in der Welt produziert. Gott produziert nicht, ist nicht der Produzent von Gerechtigkeit in der Welt. Und das sind dann die Fortschritte, die wir machen können. Genau, und das war eine wunderbare Antwort, Marianne. Wie du gesagt hast, du schreibst das, hey, schau erst auf dich. Und du kannst da, schau erst mal, was es für dich bedeutet, ne? Welches Konzept da für dich noch so verteidigt werden will oder so wirklich geglaubt werden muss. Ne? Ah, Gabriela ist ja auch da. Du hast ja einige Erscheinungen gemacht in den letzten Episoden, letzte Woche. Danke dir. Ich hoffe, es Ja, geht dir gut. mir geht es ja so viel besser, dass ich das gut stimmen kann. Ja, Danke. danke. Und Gabriela hat für dich gesprochen, Gabriele. Sie war zur Wahrnehmung, kannst dir anhören. Er hat wunderbare Aussagen gemacht. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ja, du brauchst dir nur die letzten zwei, drei Episoden anhören von zur neuen Wahrnehmung. Okay. Das sind Teile von dir drinnen. Mit ihm beleuchten. Stimmt, ja, jetzt kommt es wieder, ja. Ja. Stimmt, ja, absolut, ja. Volles Programm. Kompromissloses Verbinden mit ihm hat das ja vorher geheißen. Ich höre es mir nochmal an. Danke. Okay, was gibt es sonst noch? Sonst noch irgendwelche wesentlichen Hinweise? Nein, ich habe nur gerade gemerkt, dass ich es wieder zu kompliziert gemacht habe, glaube ich. Also das war eher am Anfang unseres Gesprächs hier, ähm, wo es darum ging, wie wir für ähm, Menschen, sage ich jetzt mal, also nicht nur Leute, die mit dem Kurs unterwegs sind, da sind, die mit ihren Problemen auf uns zukommen. Und es ist ja klar, die Aufgabe ist, alles zu vergeben, was auf uns zukommt. Aber ich glaube, da habe ich wieder um mehrere Ecken gedacht und das so theoretisch zu vergeben versucht. Und das, was ich vorher intuitiv gemacht habe, die Leute einfach lieb zu haben, so wie sie sind mit allem, was sie erzählen, ist doch eigentlich die Antwort. Und dann komme ich mit dem Kurs und mache was Kompliziertes drauf. Dabei geht es eigentlich nur darum, oder? Ja. Ja, und du sprichst eher einen Punkt an, der auch höchst interessant ist und wichtig ist, weil sicher ist es Teil der Vergebung, das Bild im Außen so zu vergeben, dass nichts mehr übrig bleibt. Ne? Das heißt, dass es in dem Sinne keine Kraft für sich selbst mehr hat und das Spielchen des Egos weitergespielt werden muss oder kann.
Aber letztendlich ist das Bild, das ich ja da draußen sehe, nur eine Reflexion eines Gedankens in meinem Geist. Das heißt, der wesentliche Punkt der Vergebung ist die Vergebung meiner selbst. Ne? Ich muss mir selbst vergeben können. Alles, was sich zeigt, was Vergebung benötigt, hilft mir, mir selbst zu vergeben. Und das sind, ja, da mögen sich vielleicht dann auch die Interessen oder die Ausrichtungen für den Kurs ändern. Aber das ist wirklich, wenn wir mit dem Kurs entlang gehen, unvermeidbar. Ne? Ich kann Aber nicht, auch das, sorry. ja, ich wollte nur abschließen noch, ich kann nicht im, im Außen vergeben und erfolgreich damit sein und in dem Sinne nicht mich selbst voll und ganz mit einschließen. Genau. Und gleichzeitig ist auch das macht es nicht kompliziert, weil alles, was ich brauche, ist den anderen, den scheinbar anderen, mein Gegenüber zu lieben, genauso wie er ist. Und dann da passiert die Vergebung automatisch. Und da habe ich mir dann selber vergeben, dadurch, dass ich die Unschuld in ihm sehe, sonst könnte ich ihm ja nicht Liebe entgegenbringen. Dadurch wird mir meine Unschuld zurückerstattet, ne? Genau. So, so wie es in Lektion 181 beschrieben ist und auch in den Ergänzungen Psychotherapie, ne? Ich vergebe dem anderen und dadurch werde ich zum Patienten, denn ich heile mich selbst dadurch, dass ich dem anderen vergebe. Und der andere wird automatisch geheilt, weil wir denselben Geist teilen. Und das kommt ja an verschiedensten Stellen im Kurs zum Ausdruck. Und heute in der Episode 28, also für heute und morgen, wurde Kapitel 21 dafür hergenommen. Wenn du dir das genauer anhörst, da geht es genau um den Punkt in dieser Verbindung mit dem Bruder und die Notwendigkeit, nicht mehr die Sünde dazwischen stehen zu lassen, ne, sondern im Geist tatsächlich in die Sündenlosigkeit, in die Unschuld, im Anerkennen der Unschuld voll und ganz gewiss sein, dass dies, wie es sich zeigt, eben nicht wirklich ein Problem sein kann und auch nicht ist. Ja, Ja, das höre ich morgen im Auto. ja. Da bin ich gespannt drauf. Danke. Ja, sind wir mehr oder weniger am Ende oder möchte noch jemand etwas teilen oder fragen oder sagen? Angelika schreibt uns noch vielen Dank für die Worte im gemeinsamen Lernen. Danke an uns alle. Danke, danke. Sind alle okay? Ja. Gut, danke. Habe ich noch ein Abschiedslied für uns. Schön, dass wir uns hier zusammentreffen und uns so auf ganz praktische Art und Weise eben gewillt sind zu zeigen, ne? Und ihn einzuladen.